Kennt ihr das Problem auch? Ihr habt ein Bad, eine Dusche und irgendwann wird es Zeit, hier mal zu sanieren. Vielleicht, weil ihr die Badewanne rausnehmen wollt und eine Duschtasse einbauen wollt oder einfach nur eine Dusche einbauen wollt. Hier kennt ihr ja das Problem. Wir haben oftmals Probleme mit der Abdichtung. Welches Material müssen wir kaufen? Inwieweit ist das miteinander kompatibel? Hier möchte ich heute mit euch ein ganz spezielles System einbauen, und zwar das System von Visolva, und zwar die Smart Dusche. Dieses geht ganz einfach, ihr braucht kaum Vorkenntnisse und könnt dann quasi sofort loslegen. Um nun zu ermitteln, was wir hier brauchen, brauchen wir eigentlich nur folgende Punkte. Zum einen müsst ihr wissen, wollt ihr eine rechte oder eine linke Dusche einbauen, und ihr solltet im Vorfeld grob messen, welchen Platz ihr hier für eure Dusche verwenden wollt. Damit wissen wir eigentlich schon alles, was wir brauchen, und begeben uns auf den Konfigurator. Im Konfigurator angekommen könnt ihr hier als erstes wählen, handelt es sich um eine linke oder eine rechte Dusche. Dann können wir hier das Maß einstellen, natürlich die Dekorfarbe der Duschtasse sowie natürlich auch der Paneele wählen und eventuell benötigtes Zubehör, Installationsmaterial und natürlich auch das Abdichtmaterial, sofern ihr dieses benötigt. Das legen wir in den Einkaufswagen und können dieses Komplettset bestellen. Wie ihr seht, wir haben hier einen idealen Einbauplatz, den habt ihr wahrscheinlich nicht. In der Regel sieht es bei euch folgendermaßen aus. Ich blende euch hier einfach mal einige Bilder ein, die wir hier an einer ähnlichen Position gemacht haben. Ihr seht, wir haben hier eine Badewanne ausgebaut und hier sind nun einige Punkte im Vorfeld zu beachten. Der wichtigste Punkt für euch ist die Frage, bauen wir die Duschtasse eben ein oder müssen wir sie erhöht einbauen? Woraus definiert sich das? Ganz einfach aus der Position des Siphons. Wir haben irgendwo unseren Ablauf sitzen, entweder in der Wand oder wir haben ihn hier direkt in der Mitte der Duschtasse sitzen. Das ist unser Startpunkt. Ich empfehle euch natürlich, wenn möglich, die Duschtasse immer so tief wie möglich einzubauen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ist für euch wichtig, unterkante Abflussrohr. Von diesem baut sich der Siphon auf und die Duschtasse. Alles in allem, wenn wir die Duschtasse ebenerdig einbauen wollen, brauchen wir hier ein Einbaumaß von 12 cm, also 120 mm, die ihr hier in den Boden hinein müsst. Wenn ihr dieses bewerkstelligen könnt, wäre das optimal. Wenn nicht, können wir natürlich auch ohne Probleme die Duschtasse etwas erhöht einbauen. Die wichtigsten Maße, die ihr hierzu wissen müsst, haben wir euch in einer kleinen Skizze oder Grafik zusammengefasst. Diese findet ihr auch unten in der Videobeschreibung zum Herunterladen. Was müssen wir nun als Vorarbeit hier leisten? Ganz wichtig, wir brauchen vor Einbau gerade, glatte Wände. Das heißt, wenn ihr hier irgendwelche Stemmarbeiten oder ähnliches vollführt habt, müsst ihr dieses ordentlich gerade abspachteln, sodass wir eine schöne, gerade, vage Oberfläche haben. Dasselbe gilt natürlich auch für den Fußboden. Hier sollte bitte sehr genau gearbeitet werden. Füllt hier alles ordentlich mit Estrich auf und arbeitet wasservage und arbeitet so, dass der Fußboden exakt vage ist. Auch wichtig wäre für euch natürlich der Wasseranschluss. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier natürlich den Idealfall. Das kann bei euch auch schon der Fall sein. Wenn ihr eine alte Dusche ausgebaut habt, dann wäre das schon passend. Wenn nicht, würde ich hier nochmal einen dementsprechenden Fachmann, Klempner beauftragen, dass ihr euch hier die Anschlüsse so legt, wie ihr sie braucht. Die wichtigsten Maße hier für euch wären folgende. Das Optimalmaß ist Mitte Anschlüsse bis Oberkante Duschtasse ca. 105 bis 110 Zentimeter. Somit habt ihr dann eventuell zwar hier nochmal die Kosten für einen Fachmann, ihr könnt das alternativ auch selber machen, aber wir haben ja natürlich mit dem Duschsystem hier schon viel Geld gespart und können alles weitere dann selber machen. Wie ihr sehen könnt, ist unser Material nun eingetroffen. Als erstes nehmen wir nun unsere Bedienungsanleitung und überprüfen einfach mal das Material auf Vollständigkeit und schaut auch, dass es nicht beschädigt wurde. Ein wichtiger Hinweis zur Bedienungsanleitung: Das ganze Material ist natürlich durchnummeriert, sodass ihr wisst, welches Teil ihr wann im Schritt genau benötigt. Im Lieferumfang sind auch alle benötigten Klebstoffe, Zubehörmaterialien mit enthalten. Und damit können wir dann eigentlich mit dem Aufbau beginnen. Ein wichtiger Punkt: Ab hier würde ich mindestens 2 Arbeitstage für die Installation der Duschkabine einplanen. Also beginnen wir als erstes mit dem Einbau unserer Duschtasse. Bevor wir die Duschtasse einbauen, noch ein wichtiger Hinweis: Je nach Region wird entweder unter der Duschtasse oder auf der Duschtasse abgedichtet. In Deutschland ist es üblich, auf der Duschtasse abzudichten. Kommt ihr zum Beispiel aus Österreich, schaut bitte in die Bedienungsanleitung. Dort beschreiben wir euch auch nochmal, wie unter der Duschtasse richtig abgedichtet wird.
Auch wichtig, bevor ihr mit den Arbeiten jetzt hier beginnt, denkt bitte daran, eventuell das Umfeld zu schützen. Besorgt euch eventuell im Baumarkt hier solches Malervlies und dieses Tesa-Crepe zum Abkleben und Schützen der Untergründe. Das werden wir im weiteren Video auch nochmal brauchen. Als erstes müssen wir nun unseren Siphon setzen. Damit wir das machen können, müssen wir das genaue Maß oder die genaue Position des Siphons ermitteln. Ich hatte ja euch vorher mitgeteilt, es gibt zwei Einbauvarianten der Duschtasse, einmal ebenerdig und einmal erhöht. Wir haben hier die Situation erhöht, die ist etwas aufwendiger, deswegen zeigen wir euch diese Situation. Für die Einbausituation erhöht empfehle ich euch auch nochmal diese XPS-Platten im Baumarkt zu erwerben. Diese brauchen wir zum Unterbauen der Duschtasse. Wir haben hier XPS-Platten mit einer Härte von 300 verwendet. Diese sind ideal für den Unterbau geeignet. Beginnen wir als erstes mit der Ermittlung des Maßes unseres Siphons und mit der Installation des Siphons. Damit wir den Siphon an der richtigen Position platzieren können, brauchen wir das Maß. Das ermitteln wir, indem wir die Duschtasse jetzt einfach mal hier platzieren, korrekt ausrichten und uns den Siphon anzeichnen. Somit können wir dann den Siphon hier mit dem Abfluss richtig verbinden. Um auf das Maß zu kommen, habe ich hier einfach mal einen provisorischen Unterbau erzeugt. Hier legen wir die Duschtasse darauf ab. Wie ihr hier seht, haben wir hier gleich ein kleines Problem. Unsere Wand ist nicht im rechten Winkel. Bis zu einem gewissen Grad ist das noch ausgleichbar. Wir haben jetzt hier hinten ungefähr einen Spalt von ungefähr 3 bis 5 mm. Ich würde auch sagen, so bis 6 mm könnt ihr hier mit dem Kleber ausgleichen. Das heißt, das ist bei uns noch machbar. Ganz wichtig, die Duschtasse muss trotzdem perfekt ausgerichtet werden. Wir nehmen uns hierzu eine lange Wasserwaage und prüfen jetzt einfach mal unsere vorhandene Wand. Hier schaut ihr, dass die Wand dementsprechend nicht nach außen oder nach innen fällt. Sollte das der Fall sein, achtet ihr darauf, dass ihr die Wasserwaage dementsprechend Wasserwaage haltet. Und wenn jetzt zum Beispiel die Wand nach außen fällt, ist natürlich der höchste Punkt für euch ausschlaggebend. Wir simulieren das jetzt einfach mal. Die Wand würde hier nach hier fallen. Dann müssen wir dann dementsprechend hier unten natürlich mit unserer Duschtasse von der Wand weggehen. Das ist natürlich auch hier hinten der Fall. In diesem Fall prüfen wir das einfach mal nach. Wir halten hier die Wasserwaage dran. Und wir sehen, wir sind hier in der Wasserwaage und haben hier jetzt unseren Startpunkt. Dasselbe machen wir auch hier hinten. Würde jetzt die Wand nach außen fallen, müssten wir mit der Duschtasse dementsprechend so etwas nach vorne gehen, so dass wir dann hier ein absolutes vages Bild in der Wasserwaage haben. Um nur die Position des Siphons zu ermitteln, gibt es zwei Varianten. Wir können uns einfach den Siphon ausmessen, einfach zur hinteren und hier in diesem Fall zur rechten Wand mittig ausmessen. Die einfachere Variante wird allerdings sein, ihr nehmt einen langen Bleistift oder ein anderes Werkzeug zum Anzeichnen und zeichnet hier einfach die Position an, indem wir einfach hier am Boden uns einen Kreis zeichnen. Haben wir den Siphon angezeichnet, zeichnen wir auch noch gleich die Position unseres Unterbaus auf. Hierzu nehmt ihr euch am besten einen Winkel, so wie hier zu sehen, und schiebt diesen an die Unterkante des Duschtassenunterbaus und markiert euch einfach unten am Boden mehrere Punkte und diese verbinden wir einfach mit einem Lineal oder einer Wasserwaage und somit haben wir auch schon die Außenmaße unseres Unterbaus definiert. Jetzt kommen wir zum Setzen des Siphons. Wir setzen einfach den Siphon, verbinden diesen mit unserem Abwasserrohr und können jetzt eigentlich schon mit unserem Unterbau beginnen. Wichtig, der Siphon sollte nun exakt an der Position stehen, die wir vorhin durch unsere Duschtasse angezeichnet haben. Der Unterbau wird sehr einfach erstellt. Wir nehmen jetzt hier unsere XPS-Platten und bauen diese einfach um den Siphon herum auf. Wir hatten ja unsere Außenkanten hier definiert und dementsprechend können wir diese gezielt zuschneiden und aufkleben. Ein wichtiger Hinweis zu dem Maß, wie hoch müssen wir aufbauen, das ist ganz einfach ermittelt. Unterkante Rohr oder Unterkante Siphon bis Unterkante Duschtasse brauchen wir ca. 8 cm, also 80 mm. Das ist unser Aufbaumaß. Zum Ankleben der XPS-Platten, das macht ihr so, wie ich es euch hier zeige. Wir haben hier unseren Kleber. Den Kleber bringen wir nicht vollflächig auf, sondern in Form von Punkten. Ich empfehle euch einen Abstand zwischen den Punkten von 10 bis 15 cm zu halten und bringt die Punkte dann dementsprechend hier auf. Ein kleiner Zusatztipp, bringt die Punkte nicht zu nah am Rand auf, sonst quillt der Kleber am Rand heraus. Wir kleben nun die unterste Lage XPS-Platten auf. Achtet unbedingt darauf, dass die Außenkanten der XPS-Platten mit eurem angezeichneten Strich übereinstimmen. Nun bringen wir genauso die zweite Lage auf
Und zu guter Letzt auch die Duschtasse. Ein ganz wichtiger Tipp, die Duschtasse könnte mitunter, besonders auf Baustellen, etwas verstaubt oder verschmutzt sein. Das ist natürlich kontraproduktiv für das Kleben. Reinigt die Duschtasse vor dem Aufkleben am besten mit Alkohol und einem Tuch, so wie hier zu sehen. Jetzt können wir unsere Duschtasse hier aufkleben und gut andrücken. Kommen wir noch zu guter Letzt zum Sichern des Siphons. Der Siphon ist jetzt hier korrekt ausgerichtet. Wir haben hier unseren Siphonring. Dieser hat hier ein Gewinde und hier oben eine Dichtung. Achte darauf, dass diese Dichtung korrekt sitzt an der richtigen Position. Bringt eventuell hier nochmal etwas Gleitmittel auf die Dichtung auf und sichert so den Siphon. Wenn ihr euch das nicht zutraut, könnt ihr das auch einen Klempner eures Vertrauens machen lassen. Im Großen und Ganzen ist das sehr schnell ausgeführt. Wir bringen jetzt hier den Siphonring auf. Achtet darauf, das Gewinde nicht zu verkanten und dreht den Siphonring vorsichtig hier ein. Ihr dreht ihn mit der Hand so weit ein, bis es nicht mehr weiter geht. Dann haben wir hier dieses Spezialwerkzeug im Lieferumfang. Das setzt ihr einfach hier auf und könnt somit den Siphonring festziehen. Wichtig, festziehen bedeutet festziehen, aber nicht überziehen. Also normal handfest anziehen. Nun können wir nochmal zu guter Letzt hier die Duschtasse leicht andrücken. Ihr müsst sie nicht extra beschweren. Und ganz wichtig, überprüft nochmal, dass besonders hier die Außenkanten dementsprechend ordentlich sitzen. Lasst nun diesen Kleber einfach bis zum nächsten Tag aushärten und dann können wir hier mit den Abdichtarbeiten fortfahren. Bevor wir nun am nächsten Tag weiterarbeiten, empfehle ich euch hier den Siphon einzusetzen. Bei diesem Siphon gibt es eine Besonderheit. Das hier ist eine spezielle patentierte Entwicklung von der Firma Visolva. Wir haben hier diese spezielle S-Form. Diese bildet zum Beispiel auch einen Flusslauf nach. Was ist der Hintergedanke? Hier in diesen Rundungen beschleunigt das Wasser und somit reinigt sich der Siphon von selbst. Ihr habt also kaum Probleme mit Verstopfungen. Das heißt, Schmutzpartikel und ähnliches werden hier von selbst ausgespült. Wir legen jetzt einfach diesen Siphon ein. Wichtig, wir haben hier den Einlass, hier den Auslass. Der Auslass zeigt immer zu eurem Rohr. Einfach hier einsetzen, hier könnt ihr nicht viel falsch machen. Er rastet an der richtigen Position ein. Haben wir den Siphon eingebracht, kommen wir zum Deckel. Dieser Deckel ist auch eine Besonderheit oder hat eine Besonderheit. Er hat hier Magneten eingebracht. Das heißt, wir können einfach den Deckel hier auflegen und er hält. Wir brauchen keine Werkzeuge oder ähnliches. Und wenn ihr den Deckel entnehmen wollt, seht ihr, wie das geht. Einfach hier auf eine Seite draufdrücken und den Deckel entnehmen. Nun müssen wir die Oberfläche schützen. Wir wollen ja hier drauf jetzt weiter arbeiten. Ich empfehle euch, klebt hier die Ränder ab. Hier müsst ihr sehr sauber arbeiten. Nehmt hier Tesa Crepe und klebt es exakt an der Außenkante hier entlang. Arbeitet hier wirklich genau und nehmt euch hier viel Zeit bei dieser Arbeit, denn hier kommt es wirklich darauf an, was für ein Endergebnis wir bekommen. Und dann können wir hier die große Fläche zum Beispiel mit einem Malervlies abkleben. Der Vorteil, wenn wir das hier so abdecken, wir können hier drauf arbeiten, wir können hier drauf treten, ohne dass wir die Fläche beschädigen. Der nächste sehr wichtige Schritt ist nun das Abdichten. Wie ihr seht, wir haben hier unsere Oberfläche abgeklebt. Das heißt, wir können diese jetzt problemlos betreten. Wir beginnen beim Abdichten hier oben bei unseren Wasseranschlüssen. Hier haben wir im Lieferumfang 2 dieser Dichtringe mit enthalten. Diese bringen wir nun über die Wasseranschlüsse auf. Achtet bitte darauf, dass ihr diese Dichtringe so tief wie möglich in die Wand einschiebt. Am besten natürlich über die Verschraubung, sodass, wenn da wirklich eine Undichtigkeit in der Wand entsteht, das Wasser nach außen ablaufen kann. An dieser Stelle noch ein Zusatztipp. Die Dichtungen könnt ihr alternativ auch fixieren, zum Beispiel indem ihr sie einputzt oder mit dem mitgelieferten Kleber einfach hier einklebt. Das ist für euch nochmal in dem Punkt besser, da diese Dichtungen dann einfach fester stehen. Wenn ihr sie so eingeklebt oder eingeputzt habt, können wir dann schlussendlich unsere Abdichtung darüber aufbringen. Das ist im Prinzip auch ganz einfach. Wir haben hier unsere Abdichtung. Diese hat 2 Seiten. Die eine Seite klebt, die andere nicht. Wir bringen diese jetzt einfach hier auf, positionieren diese aus, sodass sie ganz genau stimmt und ziehen erst dann hier hinten die Schutzfolie ab. Nun können wir die Abdichtung hier schön sauber aufkleben und haben somit auch hier die Oberfläche wasserdicht abgedichtet. Bei der Abdichtung an sich solltet ihr sehr sorgfältig arbeiten. Ganz wichtig, haben wir hier einen saugenden Untergrund, zum Beispiel wenn hier irgendeine Art von Putz oder was aufgebracht ist, sollten wir diesen nochmal vorher grundieren, sodass wir hier unsere Abdichtung problemlos aufbringen können.
Ein Zusatztipp, wir achten darauf, dass wir die Abdichtung nur dort aufbringen, wo wir sie wirklich brauchen. Denn in der Regel im Außenbereich befinden sich hier noch Fliesen, diese sollen ja wahrscheinlich erhalten bleiben. Kleben wir hier die Abdichtung auf, bekommen wir diese nicht mehr ab und haben somit die Oberfläche etwas verschmutzt, was dann schlussendlich aufwendig gereinigt werden muss. Um dieses zu bewerkstelligen, achten wir darauf, dass wir die dementsprechende Abklebung anzeichnen. Das heißt, ich empfehle euch hier eine Höhe von 2,10 Meter aufzuzeichnen und einfach mit der Wasserwaage hier umlaufend einen Strich anzuzeichnen. Dasselbe machen wir auch links und rechts von der Duschtasse. Wir nehmen die Außenkante der Duschtasse, genauer gesagt des Aluminiumwinkels der Duschtasse, und ziehen hier einfach einen geraden Strich nach oben. Somit haben wir eine Orientierungshilfe. An dieser soll dann dementsprechend unsere Abklebfolie angebracht werden. Jetzt beginnen wir mit dem Abkleben in der Ecke. Wir haben hier ein Abklebeband, was gezielt in der Ecke aufgebracht wird. Das Abdichtband kann in der Mitte geknickt werden und hat 2 Schutzfolien auf der Rückseite. Wir ziehen die eine Schutzfolie auf der einen Rückseite leicht ab, schieben das Klebeband in die Ecke und fangen von oben nach unten an, das Klebeband nur auf einer Seite anzukleben. Achte darauf, das Klebeband auf dieser einen Seite korrekt auszurichten und klebt es von oben nach unten fest. Sind wir unten angekommen, schneiden wir das Klebeband auf dem Aluminiumprofil auf dem Mittelsteg ab. So haben wir es auf die richtige Länge zugeschnitten. Nun kommen wir zur zweiten Seite. Diese kleben wir dann einfach, wie hier zu sehen, einfach auf. Ein kleiner Hinweis: Beim Ankleben ist es vielleicht auch hilfreich, wenn man eine Plastikspachtel oder eine Gummirolle zum Andrücken verwendet. Achtet beim Aufkleben bitte darauf, keine Luftblasen unter dem Klebeband einzukleben oder einzuschließen. Haben wir die Ecke aufgeklebt, beginnen wir mit den beiden Seiten. Wir beginnen mit dem Zuschneiden der Bahnen. Die Bahnen kommen auf Rolle. Wir rollen die Rolle auf und schneiden uns die Bahnen auf 2,10 Meter Länge zu. Die so zugeschnittene Bahn kleben wir wieder aus der Ecke auf. Achtet bitte darauf, auch diese Klebebahn hat wieder auf der Rückseite 2 Schutzfolien. Zieht die eine Schutzfolie, die zur Ecke hin zeigt, leicht ab und richtet die Bahn von oben an aus und achtet darauf, dass sie gerade nach unten ausgerichtet ist. Drückt sie nun vorsichtig von oben nach unten an und streicht die Luftblasen nach außen aus. Achtet darauf, immer nur kleine Stücke anzukleben und achtet auch darauf, dass die Bahn gerade ausgerichtet bleibt. Kommen wir nun hier an dieser Stelle zu unseren Armaturanschlüssen. Diese könnt ihr hier einfach mit einem Cutter vorsichtig aus der Bahn herausschneiden und so dann auch den zweiten Teil der Bahn von oben nach unten aufkleben. Achtet wieder darauf, dass ihr die Luftblasen zur Seite nach außen ausstreicht. Jede so angebrachte Bahn wird natürlich wieder unten auf den Aluminiumsteg geführt und hier wieder auf Höhe des Mittelstegs des Aluminiumwinkels abgeschnitten. Dort können wir sie wieder andrücken und haben somit diese Bahn mit dem Aluminiumsteg verbunden. Haben wir diese Bahn geklebt, kommen wir zur nächsten Bahn. Diese wird hier angesetzt. Wichtig, wir sehen an unserer Klebebahn einen schwarzen Streifen. Das ist der Überlappungssteg. Soweit sollten die Klebebahnen überlappt werden. Wir setzen hier die zweite Klebebahn an und kleben diese genauso wie die erste Klebebahn auf. Kommen wir zum Randbereich. Achtet bitte darauf, ihr habt ja auf der Rückseite 2 Klebefolien. Am Randbereich lasst ihr die Klebefolie noch dran. Wir sehen, wir sind hier etwas länger mit der Klebefolie. Wir nehmen hier einen Richtscheit oder eine lange Wasserwaage, können nun die Klebefolie exakt auf Länge abschneiden. Wir schneiden sie so lang, wie unten die Duschtasse breit ist und kleben dann dementsprechend diese Klebefolie auch wieder so an. Genauso gehen wir dann wieder auf der Gegenseite vor und dichten so unseren Untergrund komplett ab. Kommen wir nun als nächstes zu unserem Aluminium-Eck-Dichtprofil. Dieses wird nun hier in der Ecke eingeklebt. Ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr dieses richtig aufsetzt. Es muss unten auf das vorhandene Aluminiumprofil auf dem hervorstehenden Steg aufgesetzt werden. Ich zeige es euch hier mal in einer Nahaufnahme. Genau an dieser Position muss es aufgesetzt werden. Zum Ankleben bringen wir einfach auch wieder hier einige Klebepunkte auf und auf der Unterseite ein kleines Kleberbett, sodass das richtig dicht ist. Wir drücken das Aluminiumprofil in die Klebepunkte ein. An dieser Stelle nochmal ein sehr wichtiger Tipp für den Aluminiumwinkel. Setzt diesen unbedingt vage. Das heißt, haltet einfach mal eine Wasserwaage an beide Seiten dran
und achtet darauf, dass dieser ordnungsgemäß ausgerichtet ist. Ihr habt ja die Kleberpunkte, hier können wir auch noch etwas spielen, sodass wir den Winkel gut ausrichten können, denn das ist dann unser Startpunkt für die Paneele und dieser sollte absolut gerade und in Waage stehen. Kommen wir nun zum Anbringen der Wandpaneele. Hier sind im Vorfeld auch einige Arbeitsschritte erforderlich, wie zum Beispiel hier bei diesem Wandpaneel das Bohren der Armaturenlöcher. Wie ermitteln wir uns hier die korrekten Maße? Diese Maße sind ja bei jedem Endanwender individuell, also messt sie gezielt bei euch aus. Ich kann euch mal einige Tipps mitgeben, wie ihr das genau bewerkstelligt. Als erstes ermitteln wir die Höhe unserer Armaturenlöcher. Ich gehe mal davon aus, dass diese vage montiert sind. Wir nehmen jetzt einen ganz normalen Gliederstab und setzen ihn unten auf der Oberkante der Duschwanne auf. Hier messen wir nun exakt bis zur Mitte der Armatur oder der Armaturenverschraubung. Hier in unserem Fall wären das 1,8,5 Meter. Ganz wichtig zu erwähnen, die Platte steht aber hier hinten in dem Aluminiumprofil drinne. Das heißt, wir müssen hier nochmal 1,5 Zentimeter dazugeben. Das bedeutet hier bei uns, wir hätten eine Gesamthöhe von 1,10 Meter. Wie kommen wir nun auf die Breite oder wie messen wir nun die genaue Position der Bohrlöcher in dem Panel? Am besten verwendet ihr einen Laser oder wenn ihr das nicht habt, eine lange Wasserwaage. Setzt diese hier wie bei mir zu sehen an der Außenkante der Duschtasse an, stellt die Wasserwaage genau in Waage und zeichnet euch auf Höhe der Armaturen einfach hier eine kleine Hilfslinie an. Von dieser Hilfslinie aus können wir nun uns exakt die Mitte der beiden Armaturen ausmessen und haben so die exakte Position unserer Armaturenlöcher ermittelt. Diese so ermittelten Maße übertragen wir nun auf das Panel. Hier ein wichtiger Hinweis: Die Paneele haben eine Unter- sowie eine Oberseite. Die Unterseite erkennt ihr hier an dieser Abschrägung. Also achtet darauf, von der richtigen Seite aus anzuzeichnen und zu messen. Für das Anzeichnen empfehle ich euch, hier etwas Tesa-Kreppband auf die Oberfläche des Paneles aufzubringen, euch hier die Mittelpunkte anzuzeichnen und diese dann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kernlochbohrer aufzubohren. Wer sich das Bohren nicht so zutraut, kann natürlich hier auch mit einem kleineren Bohrer, zum Beispiel 4 mm, erst vorbohren und dann die Bohrung für die Armaturen mit dem Kernlochbohrer aufbohren. Nun kommen wir zum Anbringen der Wandpaneele. Hier ein gut gemeinter Tipp. Ich empfehle euch, diesen Schritt mehrmals ohne Kleber zu proben. Denn hier erhält man ein Gefühl, wie muss man mit dem Panel umgehen und man kann sich eventuell auch einige Markierungen hier setzen, so dass wir hier das Panel auch korrekt einbringen. Ich zeige euch einfach mal, was ich damit meine. Ich beginne in der Regel hier mit dem Panel, was sich an den Anschlusspunkten der Armaturen befindet. Das Panel haben wir jetzt hier gestellt. Wichtig für den Test, lasst ihr bitte hier hinten die blaue Folie noch aufgebracht. Wir bringen jetzt hier einfach das Panel ein. Wir stellen es kurz auf der Duschtasse ab und können nun das Panel unten in die Fuge einbringen. Wichtig, wir haben jetzt hier noch keinen Kleber eingebracht, nur zum Testen. Ihr schiebt nun das Panel in die Ecke an den Winkel an. Wichtig für uns ist aber ein spezielles Maß. Schaut einfach nach unten. Das Panel, die Außenkante des Paneles muss unten mit der Duschtasse bündig sein. Das zweite Panel setzen wir hier jetzt auch nochmal ein. Auch dieses stellt ihr auf der Duschtasse ab. Jetzt ist es wichtig, wenn wir nachher mit Kleber arbeiten, achtet darauf, dass wir das Panel noch nicht gleich fest andrücken. Wir müssen es eventuell noch korrigieren. Deswegen stellt ihr das Panel vorne auf der Duschtasse ab, also noch außen auf der Duschtasse, schiebt es an das andere Panel an, bis es bündig liegt. Und jetzt nehmen wir uns einen Bleistift und markieren hier unten uns die Außenkante des Paneles. Dieser Strich ist für uns wichtig für die Orientierung. Nun könnt ihr üben, das Panel mal einzustellen. Wiederholt den Schritt ein-, zweimal, bis ihr das richtig los habt. Ganz wichtig, geht folgendermaßen vor. Ich würde das Panel leicht oben rauskippen und unten mit der Ecke an diesem Panel anliegend beginnen. Wir schauen das uns einfach mal hier im Detail an. Ihr seht, ich gehe hier unten mit dem Panel in die Fuge ein und lasse es jetzt hier an der Wand einfach an dem anderen Panel in die Fuge eingleiten. Jetzt schieben wir kurz das Panel nochmal hinten an die Wand. Es soll hier hinten bündig anliegen und ihr habt jetzt auch noch euren Orientierungsstrich da unten. An diesem könnt ihr euch auch nochmal richten. Jetzt drückt ihr das Panel vorsichtig an die Wand an, nur kurz, sodass dann eventuell die Klebepunkte euer Panel festhalten, aber bitte noch nicht festdrücken. Und dann kommen wir zum zweiten Panel. Das dürfte auch ohne Üben gehen.
Jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Nun haben wir hier unser Verbindungsprofil, unser Aluminiumprofil. Und das muss jetzt hier an dieser Seite angebracht werden. Damit das korrekt angebracht wird, markieren wir uns einfach hier die obere Kante. Nehmt einfach ein Stück Klebeband oder irgendwas, klebt es hier drauf und nun wissen wir, dass wir hier unser Aluminiumprofil einbringen müssen und es hier oben mit dieser Kante bündig ist. Bevor wir jetzt die Platte wieder abnehmen, um das Aluminiumprofil einzubringen, denkt bitte daran, setzt hier nochmal euren Orientierungsstrich einfach mal kurz mit einem Bleistift hier herunterfahren. Diesen brauchen wir dann auch für unsere Klebepunkte, da wir erstmal nur dieses Segment mit Klebepunkten behaften, um unser erstes Panel anzukleben. So habt ihr einen Orientierungspunkt. Im nächsten Schritt bereiten wir das seitliche Wandpanel vor. Hierfür empfehle ich euch, auf der Rückseite die blaue Folie zu entfernen. Wir müssen nun hier unser Aluminiumverbindungsprofil einbringen. Dafür haben wir uns ja vorhin die Oberkante des Panels markiert. Somit wissen wir, an welcher Kante wir es bündig einbringen müssen. Das Aluminiumprofil wird angeklebt. Hierfür bringen wir den Kleber in einer durchgehenden Raupe auf und bringen das Aluminiumprofil in die Nut ein. Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, dass das Aluminiumprofil vollständig in die Nut eingebracht wird. Alternativ kann hier auch ein Schonhammer zum Einsatz kommen, um das Profil ordnungsgemäß einzubringen. Bevor wir nun das erste Panel anbringen, geben wir unseren Kleber auf. Den Kleber bringen wir wieder in Form von Punkten auf. Mit einem circa Abstand von 10 bis 15 cm könnt ihr den Kleber, so wie hier zu sehen, aufbringen. Ganz wichtig, bei den Armaturen müssen wir ordentlich abdichten. Deswegen bringen wir hier umlaufend Kleber auf. Bevor wir die untere Fuge mit der transparenten Dichtmasse füllen, reinigen wir diese gründlich, am besten mit einem Staubsauger, füllen diese mit der transparenten Dichtmasse und ziehen diese bündig ab. Jetzt nehmen wir unser Panel. Wichtig, auf der Rückseite befindet sich eine Schutzfolie, zieht diese natürlich im Vorfeld ab und bringen das Panel hier ein. Ganz wichtig, wir bringen das Panel ohne Druck ein. Das heißt, wir stellen es unten in die Fuge ein. Einfach nur mit dem Eigengewicht einfallen lassen. Haben wir das Panel soweit eingestellt, richten wir es nochmal aus. Hier ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass es unten mit der Duschtasse bündig ist. Dann zur Sicherheit nehmt euch nochmal eine lange Wasserwaage oder einen Richtscheit, haltet es hier seitlich dran und schaut, dass das Panel auch in der Wasserwaage steht und auch dementsprechend komplett nach hinten geschoben ist, hier unten bündig ist. Und jetzt können wir das Panel andrücken. Drückt es nicht einfach nur mit der Hand an, nehmt ein Hilfsmittel, ein großes Richtscheit und drückt das Panel so an allen Stellen gleichmäßig an. Ein ganz wichtiger Punkt, herausgequollene Dichtmaße oder Kleber müssen sofort entfernt werden. Hier unten nehmen wir hierzu ein Silikonfugi und ziehen den Überstand ab. Wir können alternativ ein Trennmittel verwenden. Ganz wichtig, sprüht das bitte hier hinten noch nicht in die Kante ein. Das verhindert dann sonst, dass der Kleber hier hinten klebt. Aber hier vorne können wir etwas auftragen, den Fugi ansetzen, schön in die Ecke mit der Spitze hineingehen und zügig nach vorne abziehen. Somit haben wir die überschüssige Dichtmasse abgenommen und gleichzeitig die Kante sauber hergestellt. Auch hier an dieser Stelle könnte eventuell Kleber austreten. Auch dieses entfernt ihr bitte gründlich. Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Wandelement. Dieses haben wir ja vorhin vorbereitet, indem wir die Aluminiumverbindungsschiene eingebracht haben. Ihr seht, wir haben hier schon unsere Klebepunkte aufgebracht und ihr seht auch, wir haben diese Klebepunkte exakt bis zu unserer Markierung aufgebracht. Das ist sehr wichtig. Jetzt kommen wir zum Abdichten. Im Lieferumfang befindet sich Silikon in der dementsprechenden Farbe. Dieses bringen wir jetzt hier in der Ecke auf und wir bringen noch unsere Dichtmasse unten in die Dichtkammer auf und ziehen diese auch, wie vorhin demonstriert, wieder eben ab. Jetzt nehmen wir unser Wandprofil, bringen es wie vorhin geübt ein. Haben wir das Panel soweit eingebracht, ist es jetzt natürlich ganz wichtig, bevor wir das Panel andrücken, dass wir es nochmal richtig ausrichten. In der Regel solltet ihr schon bis hinten mit dem Panel in der Ecke stehen. Ist das nicht der Fall, nehmt hier nochmal etwas Kraft und zieht das Panel so weit wie möglich nach hinten in die Ecke. Am besten so weit, dass hier das Silikon leicht herausdrückt. Wir hatten ja vorhin eine Silikonspur hier hineingezogen. Diese haben wir unter die Platte eingezogen, damit sie dann auch wirklich nach hinten abdichtet. Jetzt können wir hier das Panel andrücken. Auch hierfür nehmen wir wieder einen Richtscheit. Hier geht es jetzt auch punktuell darum, diverse Wölbungen herauszudrücken. Das heißt, legt das Richtscheit ruhig mal hier so über die Länge auf und drückt das Wandpanel ordentlich fest.
Wir sehen nun auch, dass das Wandpanel an der richtigen Position steht. Wir hatten ja hier unten vorhin unseren Markierungsstrich gemacht. Dieser ist jetzt hier genau mit dem Wandpanel bündig. Jetzt müssen wir unsere Dichtmaße unten sowie hier natürlich auch das Silikon noch abziehen. Dafür verwenden wir wieder unseren Fugi mit einem rechten Winkel, ziehen das Silikon von oben nach unten oder von unten nach oben gerade ab. Auch hier können wir ein Trennmittel aufbringen, sodass wir es nicht arg sehr verschmieren und ordentlich entfernen können. Dasselbe machen wir auch hier nochmal auf der Unterkante und somit ist dieses Panel auch schon eingebracht. Als nächstes kommen wir dann noch zum letzten Panel. Um dieses anzubringen, gehen wir wieder folgendermaßen vor. Wir bringen hier wieder unsere Klebepunkte auf. Ganz wichtig, auch hier bringen wir wieder eine Dichtmasse, unser Silikon ein. Dieses bringen wir auf den Aluminiumwinkel und genau hier in den Verbindungsspalt leicht ein. Wichtig, auch unten den Kanal wieder mit der Dichtmasse füllen, eben abziehen und dann hier das letzte Wandpanel einbringen. Hier bei diesem Wandpanel müsst ihr auch darauf achten, dieses in das Verbindungselement, in das Aluminiumverbindungselement einzudrücken und erst dann unten in die Dichtmasse einzustellen. Schiebt das Wandpanel so weit wie möglich an das andere Wandpanel heran. Hierbei quillt mitunter auch das eingebrachte Silikon etwas aus der Verbindungsfuge aus. Solltet ihr diese Verbindung nicht ohne Probleme hinbekommen, ist im Lieferumfang ein Saugerset vorhanden. Unter Zuhilfenahme dieses Systems kann man die Wandpaneele noch etwas einfacher zusammenziehen. Haben wir das Wandpanel so positioniert, drücken wir es fest an die Wand an und ziehen mit unserem Fugi das herausgequollene Silikon gerade ab. Nachdem wir nun unsere Wandpaneele angebracht haben, kommen wir zu unseren Blenden und Abdeckblenden. Diese bestehen eigentlich aus 3 Einzelkomponenten. Zum einen haben wir noch im Lieferumfang Blendmaterial mit enthalten, was zum Beispiel dafür gedacht ist, wenn ihr hier größere Absätze habt, könnt ihr dieses hier seitlich abdecken und somit auch verblenden. In unserem Fall ist das jetzt weniger nötig. Hier haben wir dann zusätzlich noch dieses Aluminiumprofil mit im Lieferumfang. Das wird dann hier zum Abdecken mit aufgebracht. Dazu kommen aber wir gleich. Dann haben wir hier unten noch unsere Sockelblenden. Diese sind jetzt hier auch schon im Lieferumfang enthalten, müssen aber noch zugeschnitten werden. Zum einen auf Länge und zum anderen in der Höhe. Wie messen wir das auf? Nehmen wir hier einfach mal beispielhaft diese Blende. Wir sehen, diese Blende hat 2 Seiten. Die eine Seite hat hier einen 45-Grad-Schnitt, die andere Seite ist gerade abgeschnitten. Nun könnt ihr folgendermaßen das Maß ermitteln. Hier, das ist die Außenkante unserer Duschtasse. Von dieser messen wir bis zur Wand. Wichtig, dieses Maß können wir 1 bis 3 mm kürzer messen, so geht es auch definitiv rein. In unserem Fall hätten wir jetzt hier ca. 83 cm, aber wichtig, messt hier euer eigenes Maß. Dann brauchen wir auch die Höhe. Die Höhe hierbei ein besonderer Hinweis, achtet darauf, die Höhe so genau wie möglich zuzuschneiden, da die Blende hier als stabilisierendes Element wirkt und hier am besten keine Luft zwischen Blende und Duschtasse vorhanden sein sollte. Die Blenden lassen sich problemlos mit einer Kreis- oder Stichsäge zusägen. Haben wir diese zugesägt, können sie unten natürlich auch wieder problemlos angeklebt werden. Hierfür bringen wir wieder einige Klebepunkte auf, so wie hier zu sehen, und drücken die Blenden an. Achtet darauf, dass ihr die Blenden vorsichtig andrückt, nehmt hierzu einen Winkel und schaut, dass die Blenden schön gerade im rechten Winkel angebracht werden. Im nächsten Schritt empfiehlt es sich, oben auf der Duschtasse das Abklebematerial zu entfernen. Und wir können nun hier an dieser Stelle unsere umlaufenden Aluminium-Blendrahmen anbringen. Diese sind durchnummeriert und werden einfach mit dem transparenten Dichtstoff angeklebt. Diesen einfach auf die Winkel auftragen und so wie hier zu sehen einfach andrücken. Sollte hier Dichtmasse austreten, entfernt diese bitte wieder mit eurem Fugi. Wie ihr seht, haben wir nun hier die umlaufenden Aluminiumprofile mit den dafür vorgesehenen Kleber angeklebt. Ich würde euch empfehlen, diese Kleber auch eine gewisse Zeit abtrocknen zu lassen, sodass die Profile ordnungsgemäß hier auf den Paneelen haften. Noch ein kleiner Zusatztipp an den Ecken und Kanten. Ich blende es euch einfach mal ein. Hier unten an der Duschtasse könnt ihr alternativ auch mit einem Schleifpapier, mit einem feinen Schleifpapier noch mal ein bisschen die Ecken und Kanten überarbeiten, sodass diese nicht so scharfkantig sind. Im nächsten Schritt würde ich persönlich empfehlen, die Duscharmatur einzubauen. Hierzu ein Tipp, eventuell habt ihr die Duscharmatur direkt hier mitbestellt, dann könnt ihr diese natürlich verwenden oder ihr verwendet hier eure eigene.
Zum Einbau selber, wer sich das zutraut, kann das gerne einbauen. Ich würde aber empfehlen, das hier einen Fachmann durchführen zu lassen, da hier ja auch auf Dichtigkeit geachtet werden muss. Kommen wir nun zur Montage der seitlichen Fixverglasung. Hierzu noch ein wichtiger Hinweis: Das Glas würde ich generell mit 2 Personen transportieren und achtet bitte darauf, stellt das Glas nirgendwo direkt auf den Boden und stellt es auch nicht auf der Ecke ab. Achtet immer darauf, dass unter dem Glas, während ihr es transportiert oder mehr zu sagen abstellt, eine weiche Unterlage steht, da es sonst beschädigt werden könnte. Im Lieferumfang ist hier alles enthalten, was wir brauchen. Wir beginnen mit der U-Schiene. Diese wird als erstes hier hinten an der Paneele angeschraubt. Dafür nehmen wir die U-Schiene, positionieren sie an der Position, wo sie montiert werden soll, und markieren uns die Bohrlöcher. Diese sind in der U-Schiene schon vorgebohrt. Wir zeichnen sie an unserem Panel an und bohren sie hier mit einem dementsprechend geeigneten Bohrer vor. Achtet bitte darauf, besonders hier bei der Paneele. Hier würde ich vorbohren. Wenn wir dahinter dann zum Beispiel Stein oder Beton haben, könnt ihr dann mit einem dementsprechenden Steinbohrer dann weiter bohren. Aber bohrt bitte hier durch die Paneele mit einem geeigneten Bohrer vor. Nicht, dass diese dann zum Beispiel beim Einsatz von Schlagbohrern platzt oder beschädigt wird. An dieser Stelle noch ein kleiner Zusatztipp. Ich würde die Bohrlöcher hier mit dem Panelkleber auffüllen. Das hat folgende Vorteile für euch. Wenn ihr hier den Kleber einbringt, füllt ihr den Hintergrund des Paneles mit auf. Wenn hier eventuelle Hohlräume vorhanden sind, sind diese gleich mit aufgefüllt. Wenn ihr jetzt hier den Dübel eindrückt, wird dieser Dübel auch durch den Kleber nochmal zusätzlich stabilisiert und hält dann garantiert. Auf die Rückseite des U-Profils bringen wir einfach eine dünne Silikonraube durchgehend auf, halten das U-Profil an die Position, wo wir es montieren müssen, und schrauben es mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schrauben fest. Nach der Montage der U-Schiene reinigt bitte den Untergrund, das heißt die Duschtasse sowie auch den Innenraum der U-Schiene, denn hier stellen wir nun unser seitliches Glas ein. Achtet bitte darauf, das Glas hat ein spezielles Gewicht, dementsprechend empfehle ich diesen Arbeitsschritt ausschließlich zu zweit auszuführen. Wichtig, die Glasscheibe hat auf der Rückseite eine Markierung. Oben und unten befinden sich hier diese halbrunden Einkerbungen, somit wissen wir, was hinten an der Wand ist. Die Glasscheibe kann jetzt in die U-Schiene eingestellt werden und natürlich auch unten direkt auf die Duschtasse aufgestellt werden. Wenn wir dieses gemacht haben, befindet sich im Lieferumfang eine Dichtung. Diese Dichtung muss richtig herum eingebracht werden. Ich blende euch hier eine kleine Grafik ein, so seht ihr, wie rum die Dichtung eingebracht werden muss. Und diese Dichtung kann jetzt hier auf der Innenseite der Glasscheibe eingedrückt werden. Haben wir die Seitenscheibe nun hier abgestellt, richtet ihr sie korrekt aus, sodass sie auf der Endposition steht, und schaut auch, dass diese ordentlich in Waage steht. Dasselbe sollte natürlich auch hier drüben die Wand. Dementsprechend können wir hier unseren Befestigungsarm nun anbringen. Um diesen zu ermitteln, nehmen wir folgendes Maß. Wir messen von der Paneele Außenkante bis zur Scheibe Außenkante das Maß auf. Dieses wäre hier in meinem Fall 80 cm. Was auch immer ihr hier messt, rechnet hier 85 mm ab. Und dann kommen wir auf unser Zuschnittmaß. Wir schneiden nun unsere Halterung zu, das heißt den Hauptstab in der Mitte, und montieren links und rechts die Aufnahmen. Jetzt müssen wir hier noch eine Befestigung bohren, um hier das Maß herauszubekommen. Stellt dieses in Wasserwaage. Achtung, messt hier das Maß auf dieser Seite, wo die Schiene hinkommt. Ich empfehle ca. 10 cm hier zurückzugehen. Messt von hier zur Wand. Dasselbe macht ihr hier drüben auch, sodass wir hier unser Maß haben. Richtet das Wasserwaage auf. Ich empfehle euch hier ein Tesa Crepe oder ähnliches aufzukleben. Markiert euch die Oberkante und geht hier circa 10 mm tiefer. Da haben wir unseren Bohrpunkt. Hier könnt ihr euren Dübel setzen. Ganz wichtig beim Setzen des Dübels: Es kann sein, dass hier hinter der Paneele eventuell ein Hohlraum ist. Ich empfehle hier wieder das Dübelloch komplett mit Kleber auszuspritzen. Gebt hier richtig viel Kleber rein, sodass dahinter alles ordnungsgemäß befüllt ist, und drückt hier den Dübel ein. Lasst den Kleber aushärten, sodass wir hier hinten eine ordentliche, feste, stabilisierte Oberfläche haben, und dann können wir unseren Arm hier hinten anschrauben. Hierfür müsst ihr hier dieses Element abschrauben, hier anschrauben und dann schlussendlich den Arm hier drüben auf der Scheibe einklicken. Achtet darauf,
Hier ist ein Kunststoff mit im Lieferumfang enthalten. Dieser muss vorher auf die Scheibe aufgebracht werden, dass diese nicht beschädigt wird. Nun können wir alle Verschraubungen anziehen und haben somit die Scheibe fixiert. Im letzten Schritt ziehen wir noch die finalen Silikonfugen hier an unserem Glas. Ihr seht hier, wie wir das machen. Nehmt hier eventuell ein transparentes Silikon, bringt es von außen an und auch unten links und rechts von der Scheibe. Dieses können wir wieder mit einem Trennmittel benetzen und mit einem Fugi abziehen. Ein weiterer Zusatztipp: Wenn ihr die smarte Dusche hier eingebaut habt, habt ihr eventuell noch Anschlüsse am Boden oder hier zur Wand. Diese könnt ihr natürlich dann auch dementsprechend noch mit Silikon abdichten und hier ordnungsgemäß verfüllen und abziehen. Damit ist die Smart Dusche komplett eingebaut. Wenn ihr euch nun auch für die Smart Dusche von Visolva interessiert, kein Problem. Schaut unten in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch alle Bezugsquellen sowie natürlich alle weiteren Infos. Zeigt mir doch einfach mal mit, ob sowas was für euch wäre und ob ihr euch somit natürlich auch den Wunsch der eigenen Dusche ganz einfach erfüllen könnt. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.